Meine Damen und Herren, ich grüße Sie bei Garten Eden ruft. Mein Name ist Heike Kaczmarczyk. Heute bin ich in Österreich bei Björn Eibel. Er hat ein sehr spannendes Buch geschrieben und das soll auch für unser Gespräch der Titel sein, und zwar die seelischen Ursachen der Krankheiten. Grüß dich, Heike. Ja, Herzlich willkommen. Ja, danke schön. Danke. Sollte jede Krankheit eine Medizin bekommen oder gibt es für seelische Ursachen eine andere Lösung, ist meine erste Frage an dich. Ja, das ist unser altes Denken, dass man eben für die Krankheit eine Medizin braucht. Durch die 5 biologischen Naturgesetze erfahren wir jetzt, dass manches eben nur eine Änderung des Bewusstseins braucht und eben keine Medizin, sondern die innere Wandlung. Manchmal braucht man sie schon, die Medizin und auch die Operationen, aber vieles kann man auf diesem inneren Weg lösen und nicht so weit kommen lassen, dass es überhaupt eine große Sache wird. Mhm. Was beinhalten die germanische Heilkunde? Also die germanische Heilkunde, das ist der Name von Dr. Hammer, den er seinen Entdeckungen gegeben hat. Früher nannte er das Neue Medizin oder germanische Neue Medizin, hat es verschiedene Namen gegeben. Was beinhaltet das? Er entdeckte die Zusammenhänge zwischen psychischen Erleben und körperlichen Veränderungen. Was ist denn ein Brockenkonflikt? Ja, das ist so ein spezieller Begriff, den Dr. Hammer geprägt hat. Damit will er sagen, es gibt Dinge, die möchten wir unbedingt haben. Wir wünschen uns etwas zu besitzen oder die andere Seite, wir wollen etwas loswerden. Und das meinen wir mit Brocken. Das ist abgeleitet von dem archaischen Nahrungsbrocken, den zum Beispiel der Wolf gerne sich schnappen würde. Und er verschlingt den dann. Und der Brockenkonflikt in unserem täglichen Leben ist zum Beispiel ein verpasster Hauskauf, wo es nicht geklappt hat, oder ein Arbeitsplatz, den ich so gerne gehabt hätte und dann doch nicht kriege. Das kann als Konflikt empfunden werden, und solche Brockenkonflikte schlagen sich dann im Verdauungstrakt nieder. Ja, wie reagiert die Psyche, das Gehirn und die Organe auf einen Brockenkonflikt? Ja, wenn es so ein spezielles Thema gibt, dann startet das Ganze in der Psyche. Mein Gott, ich habe jetzt das Haus nicht bekommen, mein Traumhaus ist mir entglitten. Dann verändert sich augenblicklich im Gehirn, und zwar im Stammhirn, das ist dieser Teil, der das Rückenmark verlängert, verändert sich dort eine gewisse Stelle, je nachdem, wo im Darmtrakt oder im Verdauungstrakt die Sache empfunden wird. Und von dort ausgehend im Gehirn startet dann im Organ ein Zellwachstum. Kann man das auflösen, wenn es dann anschließend eine andere Information gibt, die einen in die Freude bringt? Ja, der Normalfall ist, so hat es die Natur eingerichtet, dass wir nach ein paar Tagen oder Stunden über solche Sachen hinwegkommen. Und wenn das so kurz nur ein aktiver Konflikt ist, dann manifestiert sich der praktisch minimal nur im Körper. Und bildet sich wieder zurück? Die Rückbildung, die werden wir gar nicht wahrnehmen, weil es nur so ein kurzfristiger Impuls war. Hingegen, wenn dieser Stress oder diese unerwünschte, dieses Verlangen länger andauert, zum Beispiel ein paar Wochen oder Monate, dann hat die Natur Zeit für Zellteilung, und dann wächst eben zum Beispiel im Darm oder im Magen ein Polyp oder eine Magenwandverdickung heran, und die kann sich in der Heilungsphase, sprich wenn wir das wieder zum Guten gewendet haben oder wenn wir durch
Bewusstseinserweiterung davon ablassen, dann bildet sich diese Formation auch wieder zurück. Das ist ja zumindest sehr beruhigend, würde ich sagen. Das heißt, wenn wir positiv orientiert sind oder auch darauf achten, dass es uns schnell wieder gut geht und man beseitigt irgendwelche Konflikte oder andere Geschichten, dass es dann doch gleich in die Heilung geht, richtig? Genau. Also das wäre das Schöne, wenn wir nicht zu viel Zeit vergehen lassen und die Baustellen, die wir haben, oder jeder von uns, wenn man die anpackt und sagt, ich möchte jetzt das zum Guten wenden, ich möchte es ändern. Und zwar, Dr. Hammer sagte immer, die reale Änderung ist das Allerwirksamste. Wenn das nicht geht, was ja auch oft der Fall ist, dann ist notwendig, dass wir das Bewusstsein ändern, unsere Einstellung dazu ändern. Alles lässt sich eigentlich auf Gottverbundenheit zurückführen. Also wenn wir da die Verbindung vernachlässigt haben, dann kommt es leichter zu Konflikten. Und das heißt, man könnte dann auch sagen, okay, ich habe dieses Haus jetzt nicht bekommen, aber ich finde ein besseres. Genau. Okay, ja. Gut. Die neue Medizin basiert auf 5 biologischen Naturgesetze, die die Medizin revolutionieren könnten. Welche sind diese? Ja, in Kurzraffer bringe ich es. Ja. Also das erste Naturgesetz beschreibt den Beginn der Krankheiten, nämlich das beginnt immer mit einem unerwarteten, dramatischen Konfliktereignis. Also etwas, was am falschen Fuß erwischt und wir nicht damit gerechnet haben, ein Konflikt. Und dieser Konflikt führt uns in eine Stressphase. Das beschreibt jetzt das zweite Naturgesetz, dass wir augenblicklich mit einem biologischen Konflikt in eine Erregungsphase kommen, in einen Stress, wo wir schlechter schlafen, wo wir weniger Appetit haben, wo wir eher kalte Hände haben. Und das dauert so lange, bis wir die Sache gelöst haben eben. Und dann kommen wir in ein Entspannungstal und das ist jetzt das Paradoxe, in dieser Entspannung findet man erst die meisten Symptome im Körper. Also beispielsweise eine Grippe, wenn wir fieberig sind, ist diese zweite Phase, die Heilungsphase eben von einem vorausgegangenen Stress. Und das kann jeder bei sich selber beobachten. Also da gibt es nichts zum Glauben oder so, sondern das ist überprüfbar an sich selbst und an jeden Menschen. Bei einer Grippe eben, was war da vorher, was mich gestresst hat und was hat das dann in Lösung gebracht? Da findet man immer dann die Ursache dafür. Okay, das ist das zweite Naturgesetz, das diese Phasen, die 2 Phasen erklärt. Im dritten Naturgesetz ist der Dr. Hammer draufgekommen, dass jedes Gewebe im Körper spezifisch reagiert auf einen Konfliktschock. Und zwar gibt es Gewebe, die reagieren mit Funktionsminderung und andere Gewebe, das sind die vom Neuhirn gesteuert werden, also das geht alles vom Gehirn aus, die reagieren mit Zellwachstum. Ja? Habe ich es jetzt richtig gesagt? Ja. Althirn reagiert mit Zellplus und Funktionssteigerung. Das ist jetzt noch mal einfach richtig steht. Und das Neuhirn, dort kommt es zu einer Funktionsminderung mit in der Heilungsphase Wiederherstellung. Also 2 unterschiedliche Systeme quasi im Körper, die unterschiedliche Organe ansprechen. Das ist etwas, was Ärzte wissen sollten. Als Laie muss man nicht jedes Detail kennen, aber der Überblick schadet nicht, weil man dadurch entspannter umgehen kann mit Krankheiten. So, das 4. Naturgesetz erklärt jetzt die Rolle der Mikroorganismen. Dr. Hammer ist nämlich draufgekommen, dass diese Mikroben allesamt Symbionten sind, also Pilze, Bakterien und auch diese kleinsten Teilchen, Eiweißverbindungen, Klammer, wo man heute Viren sagt, alle diese führen einen
wichtigen biologischen Sinn aus, nämlich Gewebe abzubauen oder beim Aufbau zu helfen. Also ist nichts Krankhaftes. Es ist nichts Krankhaftes, was außen da zu uns kommt. Und im 5. Naturgesetz erklärt er uns, dass jede Krankheit einen biologischen Sinn hat, um dem Individuum aus der Patsche zu helfen, wenn es schwierig war, wenn wir eben einen Stress gehabt haben, der uns unerwartet am falschen Fuß erwischt hat. Und das bedeutet auch eine eigene Entwicklung, die wir dann machen können, wenn wir durch so einen Prozess bewusst gehen, richtig? Ja, es ist einfach elegant, wenn wir das erkennen dürfen, wie das die Natur eingerichtet hat. Diese Abläufe, die funktionieren ja nicht nur bei uns Menschen, sondern bei Tieren ganz genauso. Unser Körper ist ja ein tierischer Körper, mehr oder weniger. Und wir sind halt unsterbliche Seelen in einem grobstofflichen Körper, was uns vom Tier jetzt unterscheidet, aber die Prozesse im Körper laufen gleich ab. Ja, wir haben ja auch verlernt, uns selbst zu fragen, warum man was zum Beispiel hat. Unser Inneres könnte ja auch mit Antwort reagieren, wenn man es einfach mal so versuchen würde. Ja. Ja? Was ist denn der Hamersche Herd? Hamersche Herde bezeichnen wir die Spuren im Gehirn, die Konflikteinschläge darstellen. Also jeder Konflikt macht eine Spur im Gehirn und das ist sichtbar zu machen im Computertomogramm und in der Magnetresonanz auch teilweise. Das kann man dann sehen und hält es dann für krank? Das kann man sehen, meistens wird es nicht beachtet, weil es geringfügig ist, da muss man genau schauen. Aber die großen Konflikte hinterlassen tatsächlich Spuren, die oft deutlich sind. Und das wird bei den Neurologen gleichgesetzt mit einem Gehirntumor oder Meningiom, was auch immer. Was nicht unbedingt so sein muss. Ja. Ja. Was passiert in der Reparaturphase nach einer positiven Nachricht oder Veränderung in der Situation? Ja, diese positive Nachricht bewirkt eben, dass das System, das vegetative Nervensystem von Konfliktaktivität in die Heilungsphase, in die Reparatur übergeht. Was bedeutet der Klatschtest? Klatschtest, das ist für uns in der neuen Medizin ein gutes Diagnostikum. Da schaut man, welche Hand führt denn. Ich bin zum Beispiel Linkshänder, bei mir schlägt die linke Hand, schlägt in die rechte Hand. Das bedeutet, jetzt sage ich es einmal für den Rechtshänder, weil die meisten rechtshändig sind, der Rechtshänder hat auf der linken Körperseite die Mutter-Kind-Themen abgebildet und auf der rechten Körperseite alle anderen Themen, also wenn es um Partner oder Berufskollegen, Onkeln oder Freunde geht. Warum ist das so wichtig, das zu wissen? Es hilft uns, den Körper, das was geschehen ist, besser zu verstehen, weil wir es zuordnen können. Wir wissen dann schon zum Beispiel, jemand hat Schmerzen im rechten Handgelenk und ist Rechtshänder, dann wissen wir, der hat jetzt, wie die Schmerzen begonnen haben, etwas in Lösung gebracht, wo er vorher dachte, ich habe da wen schlecht behandelt oder ich habe was falsch gemacht mit den Händen. Okay, das heißt, man verbindet es dann mit dem Konflikt, der schon irgendwie eingebaut ist, den man haben könnte mit Mutter, Vater oder mit Partner, je nachdem, welche Seite da Beschwerden macht. Es hilft uns bei der Zuordnung. Diese Rechts-Links-Geschichte ist ja auch nicht irgendwie frei erfunden, sondern Dr. Hammer hat gesehen, dass rechtshändige Mamas ihr Baby auf der linken Brust hatten. Das ist ein Reflex, das liegt einfach so, normalerweise bei Rechtshändern. Und deshalb ist diese linke Brust
und auch die linke Körperseite eben reserviert für das Kindchen oder für die Mama. Sehr schön. Es soll Krebsarten geben, die in der Konfliktphase wachsen und in der Reparaturphase schrumpfen. Welche sind diese? Ja, das sind zum Beispiel die Brockenkonflikte, die wir zuerst schon angesprochen haben. Wenn im Darm ein Polyp wächst, der wächst in der Stressphase, weil der dient dazu, dass er diesen Brocken, den man nicht bewältigen oder nicht bekommen, damit er besser verdaut werden kann, mit mehr rausgeholt werden kann. In der Heilungsphase, in der Reparatur, wird das abgebaut, das machen die Bakterien dann. Da würde man sagen, eine Darmtuberkulose oder eine Darmentzündung dazu. Okay. Ich habe einen guten Freund, der hat mal im Interview auch gesagt, wenn du gesund werden willst, dann schau, ob du dich entweder von deinem Partner trennst oder von deinem Job trennst oder ganz woanders hinziehst. Ist da was dran? Ja, es ist schon was dran, aber sind vielleicht sehr radikale Lösungen. Ja. Muss man nicht gleich vom Partner davonziehen. Ne, weil oft ist man ja, also ich gehe davon aus, dass unser Partner uns von oben geschickt wurde, damit er uns den Spiegel vorhält, damit wir was lernen können. Und da brauche ich nicht gleich als erste Lösung das Davonlaufen. Aber sicher ist das auch eine Art, die vielleicht angesagt ist. Ja, man kann vielleicht auch seine Einstellung zum anderen ändern. Das geht ja vielleicht auch. Das wäre auch. mal ein harmloserer Schritt. Ja, genau. Es gibt unterschiedliche Konflikte neben dem Brockenkonflikt, zum Beispiel Streit, Nestkonflikt, Mangel an Selbstvertrauen oder Trennung vom Partner. Da sind wir schon. Führt jeder Konflikt in ein erklärbares Krankheitsbild? Also zu Krankheiten kommt es nur, wenn man was längere Zeit ungelöst lässt. Wenn wir nur mal einen kurzen Konflikt haben, den dann ein paar Stunden später wieder löst sich das in Wohlgefallen auf, dann kommt es zu keiner sichtbaren Erscheinung. Dann niest man vielleicht mal. Das Niesen ist auch eine Reaktion auf etwas, wo man die Schnauze voll hatte. Ne? Ja. Aber es ist dann eine Bagatelle, die sich dann als Reparatur zeigt. Hingegen, wenn man eben längere Zeit Baustellen offen hat und dann hat der Körper immer wieder Impulse, dass das Ding weiter wächst, die Zellen, dann finden wir eben größere Tumore und dann werden wir schwerwiegend krank davon. Ja. Aber wie wir gerade lernen, ist auch da eine Chance. Ja, durchaus, aber man muss auch realistisch bleiben. In der Natur ist es so geplant, dass wir das zeitnah in den Griff kriegen. Ansonsten kommen andere, die das eben besser können als wir. Das heißt, wenn große Tumore da sind, dann ist das durchaus gefährlich, lebensbedrohlich und man kann auch daran sterben. Die neue Medizin ist kein Garant dafür, dass alles gut ausgeht oder super easy ist. Ja, es ist einfach ein neuer Ansatz, ein neuer Denkansatz. Ja. Es soll gute und böse Mikroben geben. Den Bösen gab man die Schuld an vielen Krankheiten. Ist das so in der neuen Medizin? Ist eben nicht so, sondern wir dürfen jetzt erkennen, dass alles, was rundherum an Mikroben vorhanden ist, symbiontisch wirkt, nicht gegen uns, sondern mit uns. Das war ein Irrtum, der in der Jahrhundertwende gab es da noch einen Wissenschaftsdisput darüber, ob nun die Infektion wirklich stattfindet, ob das etwas Wesentliches ist. Und da haben sich diese Leute durchgesetzt um Robert Koch und Pasteur, die gesagt haben, der Keim ist da und der macht uns krank. Und in diesem Irrtum leben wir jetzt immer noch, aber es ist eben nicht die Realität. Die Realität ist, dass wir von innen krank werden, von seelischen Nöten und diese Mikroben dann nur in Erscheinung treten, wenn sie da einen Job zu tun haben im Körper. Genau, im Prinzip eine Reparatur. Ja.
Wie ist das mit dem Feuerwehrauto? Das war ein wundervolles Beispiel. Ja, also wenn da ein Brand ist, könnte man auch, oder wenn wir Brände beobachten, könnten wir auch sagen, ich sehe da jedes Mal rote Feuerwehrautos, wenn es brennt. Ihr habt den Brand gelegt. Tatsächlich kommen die aber zum Löschen. Ne? Und so arbeiten auch die Mikroben, sie löschen Brände, also da ist etwas entzündet und die bauen Gewebe ab. Gibt es eine Sinnhaltigkeit oder Sinnhaftigkeit der Erkrankung? Ja, jede Krankheit hat ihren speziellen biologischen Sinn. Eine Hilfestellung der Natur, weil wir einen Stress nicht gepackt haben. Gilt das auch für Zähne? Für Zähne, das ist ein spezielles Thema. Ja. Dr. Hammer sagte, auch die Zähne funktionieren streng nach diesen Regeln von Zellaufbau und Abbau. Bis heute gibt es da zwei Denkschulen. Ich gehöre der an, wo es eher schulmedizinisch sagt, auch die Hygiene spielt eine Rolle, die Ernährung spielt eine Rolle und die Beißkonflikte, von denen Dr. Hammer sprach, spielen auch eine Rolle, aber nur eine von mehreren Faktoren. Was ist denn ein Beißkonflikt? Beißkonflikt, wenn ich mich zum Beispiel in einer Firma ständig einfügen muss und nicht frech sein darf zu meinem Abteilungsleiter, weil sonst verliere ich den Job. Ich möchte beißen, ich möchte den einmal richtig schütteln, ne? Mache es aber nicht, weil es sonst ungut wird für mich. Ja, das gilt dann eigentlich im ganzen Umfeld, wenn man sich nicht getraut, das zu sagen, was man in Wahrheit fühlt und eigentlich dann eher so immer den Diplomaten macht. Ja, richtig. Ja, auch in bestimmten Jobs ist es ja so, dass man auch nicht so direkt sein kann und immer den Diplomaten macht. Also braucht man sich dann auch nicht wundern nach der Aussage, dass man dann einen Beißkonflikt hat. Ja, ja? Richtig. Ja, sehr interessant. Typische Redewendungen, die keinen Zweifel über den Zusammenhang von Körper und Seele deutlich machen. Gibt es da Beispiele? Ja, ich habe mich jetzt erschreckt oder ich stehe starr wie eine Salzsäule. Das wäre ein Hinweis auf einen motorischen Konflikt, wo man nicht weglaufen kann, wo ich eigentlich weg will oder wo ich nicht nachfolgen kann, einem Menschen, den ich gerne bei mir hätte. Der Volksmund hat unendlich viele Hinweise darauf, dass das Ganze interagiert. Ja, wie zum Beispiel zu Tode erschreckt zum Beispiel, oder der ist mir auf die Leber gegangen, ja. oder auf die Galle. Also man spricht ja wirklich die Organe an, die sich dann tatsächlich melden. Ja. Ne? Sehr interessant. Das heißt, man kann auch eigentlich, wenn man sich selber so etwas sagt, auch gleich wieder verändern, indem man es wieder im Guten sich sagt und das auch fühlt. Ja, erkennen, was los ist. Ja. Und dann, was mache ich jetzt? Eine Lösungsstrategie Okay. entwickeln. Und auch noch so lange, wie Beschwerden da sind, weil die Beschwerden zählen zur Heilung, richtig? Naja, das stimmt teilweise, aber wenn das jetzt über mehrere Jahre, wenn jemand über mehrere Jahre Kreuzweh hat, dann ist das nicht Heilung, sondern ist das ein wiederkehrender Konflikt. Und zwar ein wiederkehrender Selbstwertkonflikt, wo ich mich immer unterlegen oder schwach fühle, zum Beispiel. Und der kriegt jede Woche Futter, wenn ich in die Arbeit muss zum Beispiel oder wenn ich von meinem Partner niedergemacht werde regelmäßig. Was fördert und was stoppt den Selbstheilungsprozess? Was fördert ihn? Es fördert, wenn man in einem guten Yin und Yang in Balance ist. Wenn also die Aktivitätsphasen und die Ruhephasen gleich verteilt sind. Und daraus ergibt sich schon das Zweite, krank werden wir, wenn
wenn es nur mehr Aktivität und Stress gibt und der Körper die Regeneration dadurch hintanstellt, und dann muss er das irgendwann doch im Agro machen. Was wir ja alle mitkriegen, wenn wir vorher beruflichen Stress hatten und fahren dann in den Urlaub, ne? Genau, das ist der Klassiker. Ja, ja, so dann wird man plötzlich in der 2. Woche erst krank und in der 3. erholt man sich erst. Ja, oder die Wochenendmigräne gehört da auch dazu. Genau. Endlich Freitag, bin ich froh, dass ich jetzt 3 Tage frei habe. Und dann kommt das Ödem ins Gehirn und wir werden krank. Das ist aber unter Anführungszeichen, weil wir ja jetzt in eine Regeneration kommen. Okay. Was ist von den Erbkrankheiten zu halten? Kann man etwas gegen Erbsubstanzen tun, um nicht krank zu werden, so wie die Eltern zum Beispiel? Ja, wir sehen tatsächlich ja, dass wir Nachfahren ähnliche Dispositionen haben wie unsere Eltern oder Großeltern. Das ist Fakt. Aber vergessen wird bei der Erklärung von Erbkrankheiten, dass es hier um Charakterähnlichkeiten geht und nicht um die bloße Genetik, materielle Genetik, die weitergegeben wird. Weil die Genetik wird ja geprägt vom Geist. Also der Geist prägt die Erbsubstanz. Und wenn die Mama etwas nicht lösen konnte in ihrem Leben, dann wird das normalerweise dann weitergegeben an die nächste Generation, an die Tochter oder auch an den Sohn. Und die haben dann mit ähnlichen Dingen zu tun. Das ist praktisch wunderbar sortiert wieder von einer göttlichen Ordnung, dass wir da für die Familie, also die Familie wird als Einheit gesehen und wir erlösen etwas für uns und auch für die ganze Familie. Das bedeutet, alle Nachfahren werden das im Jenseits noch spüren, was wir jetzt für uns und für alle herausgebracht haben, und wir geben es über unsere Kinder nicht weiter? Ja. So ist es? Ja, aber Sehr das spannend. ist jetzt, das übersteigt jetzt ein bisschen das, was neue Medizin ist. Da geht es mehr um Biologie. Aber diese Zusammenhänge, wie du jetzt gesagt hast, sind großartig, wunderbar zu erkennen. Okay. Das hat ja Hellinger auch sehr schön aufgezeigt alles. Ja, das stimmt. Also die haben ja auch sowieso, Hamer und Hellinger hatten ja sowieso so eine Ebene mal miteinander, oder? Naja, der Dr. Hamer hat von Hellinger nicht so viel gehalten, weil er das als Seelenstriptease angesehen hat, diese Familienaufstellung. Ja. Aber er hat an wenigen was Gutes haargelassen. Ja, okay, auch an den Homöopathen nicht. Oder, ja. Es war eben, er ist ein sehr starker Charakter gewesen. Ja. Aber die Erkenntnisse von Hellinger schätze ich ungemein, und das gehört unbedingt dazu, wenn man einen ganzen Blick haben will auf jemanden. Ja, das hilft ja auch eigentlich herauszubringen, wieso habe ich gerade dieses Problem, wenn sich das auf die Weise spiegeln kann. Dann kann ich es finden und dann kann man ja eigentlich beides zusammenfügen. Das Wissen von Hellinger und das Wissen eigentlich von Hamer, oder? Genau. Okay. Welche seelischen Ursachen könnte ein Burnout haben? Das kommt ja heute immer öfter vor bei den Leuten. Burnout, wie der Name schon sagt, ich bin ausgebrannt. Das weist schon darauf hin, worum es dann oft geht, dass die Konfliktaktivität länger andauert, sodass die Energie immer mehr runtergeht. Also ich komme aus meinem Stresspegel nicht runter und irgendwann versiegen dann meine Reserven. Das bedeutet, es ist wieder die Genesungsphase, sobald ich geschwächt bin, muss dann aber sofort eine Veränderung vornehmen, was mich gestresst hat über lange Zeit, um wieder gesund zu werden. Ja, also das, wovon ich jetzt gesprochen habe, das wäre eine permanente aktive Phase, die dazu führt, dass wir immer energieleerer werden und schwächer. Burnout. Es gibt aber auch die Burnout-Diagnose in langen Entspannungsphasen,
wo wir in einer Regeneration sind, die nach außergewöhnlicher Verausgabung war, wird auch manchmal als Burnout diagnostiziert. Also wir müssen das im Einzelfall anschauen, was da los war. Es ist jedenfalls etwas aus der Balance kommen, was Anspannung und Entspannung betrifft. Das trifft dann zu bei Leuten, die ihren Job verloren haben von jetzt auf gleich und immer vorher angespannt waren und dann in so eine Ruhephase kommen und können dann einen ähnlichen oder den gleichen Zustand bekommen wie jemand, der pausenlos sich auspowert. Ja. Richtig. Und wie kriegt man das wieder in die Balance? Ja, dass man eine gute Lösung findet für den, was zu tun ist, was am besten ihn wieder in den Rhythmus bringt. Kann man das in einem Gespräch tun zum Beispiel, dass dem anderen das bewusster wird? Normalerweise machen das die Therapeuten, also ich zähle mich auch dazu von der neuen Medizin, in einem Gespräch, dass man mal drüber redet, was hast du für Symptome, und dann ordnet man diese Symptome dem Leben zu, was ihn eben krank gemacht hat. Das findet man praktisch fast immer, die Zuordnung, und dann überlegt man sich, was ist jetzt zu ändern in deinem Leben, damit sich das erübrigt, das Symptom. Ja, gibt es da Beispiele in deiner Praxis, dass du mal ein Beispiel sagen kannst, ein völlig anonym, von jemandem, dem du da auf die Sprünge hast helfen können mit den richtigen Fragen? Zum Beispiel eine Frau, die kam zu mir wegen einer Borreliose. Es wird ja in der Schulmedizin als Folge von Bakterien, von den Spirocheten genannt. Die hatte also in der Kniekehle eine rote Stelle, eine Entzündung mit der Diagnose Borreliose. Da sind wir drauf gekommen, dass es bei ihr um den Trennungskonflikt ging. Sie hat nämlich über mehrere Monate große Angst um ihren Mann gehabt, der Herzprobleme hatte. Und sie sah ihn praktisch schon entschwinden. Die waren massive Herzprobleme und er hat auch schon ein Alter, wo es nicht mehr so einfach ist. Und sie hat da schon praktisch die Distanz gespürt, jetzt könnte ich meinen Partner verlieren. Und die Innenseiten, das war auf der Kniekehle, weisen darauf hin, dass das eine Trennung war, ich hätte gerne mehr Hautkontakt mit ihm. Ich möchte ihn nicht loslassen jetzt. Okay. Und diese Borreliose ist entstanden, das ist jetzt wieder das Paradoxe, diese Entzündung ist entstanden, als er seine Herzgeschichte in den Griff gekriegt hat. Ah, okay. Ja? Müssen wir jetzt das andere, was ich schon gesagt habe, wieder Heilungsphase ist gleich der Beginn oft von Symptomen. Und da kann man dann auch einschätzen, wie lange wird das wahrscheinlich dauern. Und das ist dann eben der Job vom Therapeuten, das chronologisch zu ordnen, damit der Betroffene weiß, wo er jetzt steht, woran er ist. Aha, ich habe da eine Trennung, weil ich mir so Sorgen gemacht habe um meinen Partner. Das ist dann das Herz in Ordnung gekommen und jetzt haben die Symptome angefangen. Ist eigentlich so eine Krankheit, wo man jetzt keine große Medizin dazu braucht, sondern wir dürfen da abwarten, wann das fertig repariert ist. Das bedeutet, es hat nichts in dem Fall, Borrelien sollen ja Bakterien sein, oder? Ja? Also nichts damit zu tun, sondern das, was eigentlich im Kopf und in der Seele passiert ist und dann diese Erscheinung dahinter in der Kniekehle ist dann der Beginn der, sagen wir mal, der Heilung. Ja, ganz richtig. Und man macht dann nichts, sondern geht einfach davon aus, das geht jetzt in die Heilung, weil der Prozess bereits stattgefunden hat, und mach dir bitte Gedanken über das, was dahinter steht. Ja. Kann man das so sagen? Das kann man so sagen. Es gibt natürlich Fälle,
wenn so eine Entzündung länger als ein halbes Jahr dauert, dann dreht sich oft die Dauerschleife. Es gibt schon auch. Man immer wieder die gleiche Sorge auftaucht. Ja. Wenn man also den Konflikt nicht löst. Wenn ich das nicht dauerhaft loslassen kann. Okay, ja gut. Ja, das ist dann ein Lernprozess, den ich annehmen kann oder nicht. Genau, da ist dann wirklich eine Aufforderung, ich sollte da eine Einstellung ändern. Ja, wie könnte zum Beispiel die seelische Vorgeschichte bei einer Magenentzündung aussehen? Der Magen reagiert, die allermeisten Magenentzündungen laufen unter dem schulmedizinischen Titel Gastritis und das ist ein Revierärgerkonflikt aus unserer Sicht. Also da ist uns da hat jemand unser Revier verletzt und wir müssen uns ärgern, so der Hund, der jetzt gleich zum Knurren anfängt. Ne? Okay. Und das ist dann der Magen. Da bist du jetzt zu weit gegangen. So eine klassische Schwiegermutter-Geschichte zum Beispiel. Oder jemand wird eben in seiner Firma, in sein Revier nicht akzeptiert. Sehr interessant. Und wenn einem der Bissen im Halse stecken bleibt? Bissen im Hals? Ja, das wäre ein Brockenkonflikt. Ja, will ich auch mal so sehen. Irgendeiner oder gibt es da auch für die Speiseröhre? Für die Speiseröhre kann man wieder differenzieren. Da gibt es die entodermale, tiefliegende Schleimhaut. Das ist ein Brockenkonflikt, wenn man etwas nicht schlucken will. Also ich bekomme etwas nicht, was ich gerne gehabt hätte. Und dann gibt es den oberen Drittel der Speiseröhre ist ektodermal, also ein anderes Gewebe. Und da geht es um das, was ich eigentlich weghaben will. Ich will das nicht schlucken. Gibt es ein Beispiel für so etwas? Ja, wenn man weiß, irgendwas aufs Auge gedrückt wird, wo ich nicht d'accord gehe. Zum Beispiel wäre klassisch, die Firma sagt, du gehst jetzt impfen, sonst... Okay, das kann mir im Halse stecken bleiben, das klar. Ja. Okay, und Revierkonflikt kommt dann auch noch dazu, wenn man dann vielleicht sogar den Arbeitsplatz wechseln muss. Ja. Das heißt, also dann lieber sagen, okay, ich finde was Besseres. Oder? Ja, das muss man sich individuell anschauen. Oder ich sage einfach, okay, ich nehme auch mal Stütze und entspanne mich. Also es geht eigentlich immer darum, sich etwas Gutes zu tun. Ja, wieder in einen relaxten Zustand zu kommen. Ja. Ja. Und dann hier noch, wie ist denn der Ablauf, wenn ein Patient zu dir kommt und gesund sein möchte? Wie gehst du dann damit um mit dem Patienten, der zu dir kommt? Ich komme jetzt mal zu dir als Beispiel und ich habe jetzt, ein Darmproblem. Ja, das schauen wir zuerst einmal an, was organisch diagnostiziert ist. Da sind wir auch froh um medizinische Befunde. Kann man auch das Blutbild mit einbeziehen. Ist eine Blutsenkung erhöht? Gibt es Entzündungswerte? Wenn man das organisch checkt hat, versucht man das zuzuordnen chronologisch. Wann haben deine Darmbeschwerden begonnen? Ja. Und dann kann ich gezielt fragen, was hat sich da in deinem Leben getan, was dich da zusätzlich belastet hat. Und dann gibt eines das andere, dann erfährt man meistens eine Geschichte dahinter. Und aus dieser Geschichte ergibt sich dann die beste Lösung. Wenn man das einmal ins Bewusstsein holt, kann man überlegen, was macht mir jetzt gesund. Was wir überhaupt nicht angesprochen haben, ist das Blut selber. Wenn zum Beispiel was erhöht ist, wie Thrombozyten zum Beispiel, was ist denn das? Ja, das ist jetzt eher seltene Geschichte, erhöhte Thrombozyten, aber sehr häufig eine Anämie. Das wäre ein Selbstwertkonflikt. Ein Selbstwertkonflikt, okay. Bei den Thrombozyten geht es um einen Blutungskonflikt.
Konflikt. Also die sind ja für die Blutgerinnung zuständig, wenn man auf eine schockierende Art mit einer Wunde oder mit einem Verblutenden zu tun hatte. Sehr spannend. Ich habe jetzt ein Beispiel dazu, ja? Weil ich habe zum Beispiel mitbekommen, ich war 3 Jahre alt und mein Patenonkel, der hat sich ein großes Messer aus Versehen beim Schneiden in den Bauch gerammt und ist verblutet. Und ich habe, solange ich meine Blutbilder kenne, immer leicht erhöhte Thrombozyten gehabt. Ja. Das kann sein, ja. Könnte gut sein. Dann müsste es ja jetzt wieder von alleine zurückgehen, wenn noch was da ist. Naja, ist nicht so klar. Ja. Wenn du das erlöst hast, ja. und im Unterbewusstsein alles frei ist, dann passiert das von alleine, ohne dass man irgendetwas nehmen muss, wie beispielsweise. Da könnte man nicht so viel machen. Gar nichts, ne? Aber wir speichern ja Sachen oft aus der Kindheit jahrzehntelang ab. Ja. Ne? Ja. Und wenn man eben so eine Geschichte dann, wenn dann das klar wird, da war ja ein Blutungsereignis und das kleine Mädchen, also du konntest das damals nicht integrieren in dein Dasein. Ich habe noch mitbekommen, wie der Vater sehr traurig war, die Oma traurig war und so, ja. Eben. Es ist so, dass ich jetzt das nicht wusste, aber es kam mir gerade so und dann hat es ja eigentlich dann auch eine Bewandtnis, würde ich mal sagen. Ja. Also ich fand jetzt das Gespräch unglaublich spannend und sehr informativ für unsere Zuschauer. Gibt es aber etwas, was dir noch wichtig ist zu sagen zu all dem? Was mir wichtig ist? Ja. Ja, die neue Medizin ist ja sehr biologisch orientiert. Ne? Alles wird klar und sortiert. Aber das Wichtigste, finde ich, was uns gesund hält, ist die Verbindung zu Gott. Dass wir uns stets gewahr sind, bewusst sind, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir all eins sind, also niemals alleine, sondern immer verbunden. Jede Krankheit ist, glaube ich, ein Ergebnis von Trennung von Gott eigentlich. Und dort liegt der größte Schlüssel. Du hast ja vorhin gesprochen von Gebeten, die eine starke Kraft haben. Ja. Deshalb genau haben die Kraft, weil sie uns wieder verbinden. Das heißt, es ist eigentlich ein Aufzeigen unseres Körpers, wenn was nicht stimmt, dass die Verbindung unterbrochen wurde. Ja, ja, sehr wenn wir es schön. Jetzt philosophisch sagen, ist das sehr schön. Genau. Da haben wir ja alle eine Chance, denn letztendlich hat Gott ja keine Fehler gemacht. Ja. Die kommen eigentlich von uns selbst. Ne? Ja. Ich danke dir für das interessante Gespräch. Es hat mir große Freude bereitet und ich habe sehr viel gelernt. Und liebe Zuschauer, ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse und sage einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihre Heike Kaczmarczyk für Garten Eden ruft.